ernsthaft krank. Sind Sie nach diesem Intro peinlich berührt? Oder im Gegenteil fasziniert? Bleiben Sie dran! Hier erfahren Sie alles über Schweizer Filme, ausgezeichnet mit dem Prädikat besonders wertlos. Hier erfahren Sie alles über Swissploitation. Swissploitation ist Swiss und Ploitation. Ploitation kommt vom englischen Exploitation und steht für Nutzbarmachung oder, wenn Sie es krasser mögen, Ausbeutung. Eine Geschichte des Kapitalismus also. Dann können wir unsere Ärsche echt vergolden lassen. Wie aber kommt die Ausbeutung ins Kino? Unternehmer, die mit billigen Sensationen Kohle machten, gab es, seit die Bilder laufen lernten. Richtig toll aber trieb man es nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Filmindustrie vieler Nationen in Trümmern lag. Da die Leute nach dem Grauen des Krieges aber unterhalten sein wollten, entstand hier gerade eine Marktlücke. Bald brachten Gesellschaften aus Italien, Frankreich, England und Westdeutschland eigene Gangster- und Abenteuerfilme, Historienschinken, Science-Fiction, Schlager oder Heimatfilme, Krimis, Klamauk, Romanzen und sogar Western in die Säle. Das Abenteuer beginnt. So kriegte das kinoverrückte Publikum neben teuren Hollywood-Filmen bald auch jede Menge billigen Eskapismus aus Europa zu sehen. Ihre Geschichten sind geradezu amüsant. Wenigstens etwas. Eine No-Budget-Filmindustrie wucherte wie ein Krebsgeschwür an der Peripherie der Traumfabriken. Hier wirtschafteten schamlose Ausbeuter oft mit papierdünner Kapitaldeckung. Damit ihre Rechnung aufging, mussten Spielfilme her, die Scheiße aussahen, aber trotzdem zahlende Zuschauer fanden. Um Filme billig realisieren zu können, arbeiteten Produzenten in einem Höllentempo mit unterbezahlten 3-Mann-Filmcrews. Man drehte in behelfsmäßigen Ad-Hoc-Studios oder gleich on Location mit Halbamateur-Kameras, möchtegern Schauspielern sowie mit geklauten Reißbrettplots. Seid ihr wahnsinnig geworden? Der britische Exportier Jimmy Sangster prägte damals die Devise: Hätten Sie es gerne gut oder am Donnerstag? Kreativ wurden diese großen Filmmogule, wenn es ums Sparen und das Bewerben ihres Schundes ging. Hier legten sie sich richtig ins Zeug und versprachen dem Publikum mit knalligen Plakaten und schreienden Slogans das Blaue vom Himmel. Man gelobte all das zu zeigen, was im Kino sonst nicht zu sehen war. Sex, Gewalt und Rock'n'Roll. Weil das, was so für anspruchslose Konsumenten produziert wurde, jedem Kunstsinn und Verstand spottete, nannten Cineasten Exploitation-Filme verächtlich Trash, also Abfall. Als später ein Kult um Exploitation-Filme entstand, stach der Kinoabfall von gewissen Kontinenten, Ländern oder Ghettos besonders ins Auge. So nannte man schrottige Wrestling-Filme aus Mexiko liebevoll Mexploitation. Extravaganz von der Stange aus der Türkei wurde zur Turksploitation. Hirnrissiges aus Australien firmierte als Osploitation. Italienische Holocaust-Widerwärtigkeiten wurden zu Nazisploitation. Mackerstreifen für afroamerikanische Superflies nannte man Blaxploitation. Und als aus dem Exploitation-Film Nirvana Hongkong Bruce Lee-Nachahmer auftauchten, wurden diese zur Bruceploitation. Obwohl in der Schweiz die kommerziell erfolgreiche Filmindustrie als Voraussetzung fehlte, gab es Versuche, auch hierzulande mit möglichst billig gedrehten Filmen richtig Geld zu machen. Diesen eidgenössischen Abfall bezeichnete man als Swissploitation. Wer Sergei Eisenstein mit niedrigem Schweizer Filmtrash in einem Atemzug nennt, der begeht ein Sakrileg. Doch wer Aufmerksamkeit erregen will, darf sich vor sowas nicht fürchten. Der Junge hat zwar 5 Finger an jeder Hand, aber hat bestimmt nur einen Schwanz. Eisenstein soll also die Swissploitation initiiert haben? Mit 99%iger Sicherheit ist dies grober Unfug. Aber dieses fehlende 1%, das setzt sich im Kopf fest, oder? Ich bin im Moment vielleicht noch etwas verwirrt. Und tatsächlich, mit etwas Fantasie kann man den 1930 entstandenen und Eisenstein zugeschriebenen Schweizer Abtreibungsaufklärungsfilm Frauennot, Frauenglück zur Swissploitation rechnen.
Insbesondere die Vermarktungsstrategie, mit welcher dieser weltberühmt gewordene Schweizer Film beworben wurde, stand in bester Exploitation-Tradition. Dabei war die produzierende Praesens Film zweifellos dem Guten und Wahren verpflichtet. Die Zahl abtreibungswilliger Frauen, die in den Händen illegaler Kurpfuscher elendlich zugrunde gingen, war hoch. Aufklärung tat Not. Aber bitte nehmen Sie doch Platz. Seit ihrer Gründung 1924 produzierte und vermarktete die Praesens erfolgreich Werbeclips und die exotischen Reisefilme von Flugpionier Walter Mittelholzer. Aber könnte es sein, dass sich die Praesens eine ähnliche Wirkung von einer Aufklärungsreise Eisensteins ins verbotene Reich der weiblichen Anatomie erhoffte? Etwas lusch ist auch, dass als Autor von Frauennot, Frauenglück allein Eisenstein aufs Plakat gesetzt wurde. Dies, obwohl sein Kameramann Eduard Dissé die Arbeit geleistet und den semidokumentarischen Film inszeniert und aufgenommen hatte. Geschah das vielleicht deshalb, weil man wusste, wie die Warnlampen bei Politikern, Behörden und Sittenwächtern beim Namen dem berühmtesten Regisseur seiner Zeit, dem Kommunisten Sergei Eisenstein, aufleuchten würden? Tatsache ist, dass nach Lancierung des Filmes vor allem die dokumentarischen Aufnahmen einer Kaiserschnittgeburt heftige Reaktionen provozierten. In einigen Ländern wurde der Film verboten. In anderen durfte das Aufklärungswerk dem Publikum nur von einer wissenschaftlichen Einführung begleitet gezeigt werden. Mit ihren Zensurversuchen erreichten die Sittenwächter natürlich das Gegenteil der erhofften Ächtung. Der Film wurde zum Erfolg und die Praesens konnte das Werk mit dem knalligen Werbezusatz „Der am meisten verbotene Film der Welt" um den ganzen Erdball verkaufen. Fazit: Eisenstein war nicht der Vater der Swissploitation. Frauennot, Frauenglück aber zeigte, wie sich verbotene Inhalte erfolgreich als wissenschaftliche Aufklärung getarnt unters Publikum bringen ließen. Als erster erfolgreicher Unternehmer im Geschäft der Swissploitation gilt Werner Kunz, kurz FKK Kunz. Der weitgereiste Touristikfachmann war begeisterter Naturist und in der Freikörperkulturszene eine bekannte Größe. For many years it has been the center for nudists from all over the world. Bereits seit seinen frühen Jahren war der Amateurfilmer mit einer Schmalfilmkamera unterwegs. Dabei brachte der Reiseleiter von seinen Touren in Europa und Afrika jeweils Aufnahmen mit nach Hause, die er zu Kurzfilmen zusammenschnitt und ab 1954 in öffentlichen Sälen vorzuführen begann. Bekannt, ja notorisch wurde Kunz aber nicht aufgrund harmloser Reiseaufnahmen, sondern weil sich herumgesprochen hatte, dass es in seinen Filmen mehr zu sehen gab. Nämlich bares und blutes FKK-Filmmaterial, mit dem der Naturisten-Fan seine als Dokumentar- und Kulturfilm getarnten Machwerke anzureichern pflegte. Protection against sunburn from the start is important. Das Label Aufklärung diente dem 16mm Pionier dabei dazu, der Zensur immer mal wieder ein Schnippchen zu schlagen. So gelang es ihm, seine nackten Tatsachen immer öfter auch in öffentlichen Sälen, wie beispielsweise im Kongresshaus Zürich, vorführen zu können. Kam es gleichwohl zu Verboten, organisierte er Reisebusse, die die Zuschauer in jene Kantone beförderten, in denen die Aufführung seines Programms nicht untersagt war. Zu Beginn der 60er Jahre expandierte Kunz mit seinem Geschäftsmodell und bot seine Filme bald überaus erfolgreich in ganz Europa und den USA an. Nicht Eisenstein, sondern FKK Kunz ist der Vater der Swissploitation. This posing business is not as easy as it looks. Der wahre König der Swissploitation war gleichzeitig der erfolgreichste Kinounternehmer, den dieses Land je gesehen hat. Erwin C. Dietrich. 1934 geboren, verlegte er sich bereits in den 1950er Jahren darauf, erfolgreiche westdeutsche Kinogenres zu kopieren. Zunächst realisierte er Heimatfilme, bevor er in der BRD mit Kopien der erfolgreichen Edgar Wallace-Thriller zu landen versuchte. Zurück in der Schweiz schnappte er sich Publikumsliebling Heinrich Gretler und ließ diesen im Film Die Gejagten, in Deutschland hieß der Film Die Heuchler, als Kopie seines eigenen Wachmeister Studers einen Fall lösen. Schließlich trompetete und sang sich 1961 Hasi Osterwald für Dietrich durch seine Erfolgsgeschichte. Die Hasi Osterwald Story. Richtig zünden wollte davon nichts.
Und als in der zweiten Hälfte der 60er Jahre die Kinobranche aufgrund der Konkurrenz durch das Fernsehen in die Krise schlitterte, musste Dietrich umdenken. Er fand eine Filmgattung, die sich in der Schweiz kostengünstig herstellen, vermarkten und auch international absetzen ließ. Sexfilme. Besuchen Sie mich doch mal, Sie werden nicht enttäuscht sein. Konkurrenz hatte er in der Schweiz keine, Freunde auch nicht. Ihm entgegen stellten sich nämlich nicht nur Behörden und progressive Filmemacher, auch dünkelhafte Schweizer Unternehmer bildeten sich etwas darauf ein, ihr Geld nicht mit schmutzigem Sex, sondern anständig mit Kanonen, Despotenvermögen und Nazigold gemacht zu haben. Auf seine Erfolgsformel für seine Filmwerkstraße stieß Dietrich in den USA. Dort produzierte Exploitation-Pionier Roger Corman Spielfilme zu Spottpreisen. Abnehmer waren Drive-In- und Grindhouse-Kinos, die für ihr Teenager-Publikum immer auf billige Sensationen aus waren. Corman reicherte seine im Monatstakt rausgeballerten Trashfilme mit Action, Erotik und Horror an. Und die Kids liebten es. Nice, huh? Dietrich pickte aus Cormans Kabinett der Verkommenheit die Erotik heraus und produzierte 1968 mit einem Minimalbudget Die Nichten der Frau Oberst. Der Erfolg an den Kinokassen war spektakulär. Im deutschsprachigen Raum wurde der Film einer der einträglichsten Kinotitel des Jahres. Da das Machwerk weder über Stars noch über bedeutende Schauwerte verfügte, führte Dietrich den Erfolg auf das Erotikversprechen, das schlüpfrige Plakat und den zweideutigen Titel zurück. Fortan drehte und kaufte er Sexfilme, die er je nachdem mit Genreversatzstücken anreicherte. Nennen Sie irgendein Genre. Dietrich hatte es garantiert im Programm. Musketiere-Sexfilme, Cowboy-Sexfilme, Harem-Sexfilme, Biker-Sexfilme, Kriegs-Sexfilme. Sobald ein Titel gefunden und ein entsprechendes Plakat dazu gestaltet worden war, wurde die Crew losgeschickt, um eine Woche später das gefilmte Material in Schnitt und Vertonung zu geben. Von der Titelidee bis zur Kinopremiere verging so oft nicht mehr als ein Monat. In über 10 Jahren entstanden so Dutzende Filme mit zwar einfältigen Storys, aber Titeln, Slogans und Plakaten, die sich festsetzten. Schwarzer Markt der Liebe, unruhige Töchter, Stewardessen, sie fliegen durch die Lüfte, Vögeln gleich. Hinterhof der Liebe, die Sexspelunke von Bangkok. In 80 Betten um die Welt. Gutes Gefühl, endlich etwas Authentisches in der Hand zu haben. Wow. 1976, nachdem ihn Sexfilme reich gemacht hatten, finanzierte er seinem zeitweiligen Hausregisseur, dem Spanier Jesus Jess Franco, einen Film mit einer richtigen Story. Er wollte für einmal nicht auf Sex, sondern auf Horror setzen. Das versprach neuen Schwung. Vor allem auch, weil er mit Klaus Kinski einen klingenden Namen verpflichtet hatte. Na mach doch deinen Scheiß! Komm, leck mich doch am Arsch, Mensch! An die Seite des Berserkers stellte man mit Josephine Chaplin eine Tochter von Charlie Chaplin, dessen Name für etwas mehr Klasse bürgen sollte. So kam es, dass in Zürich ein blutiger internationaler Horrorschocker gedreht wurde. Jack the Ripper, die Dirnenmörder von London. 10 Jahre später versuchte es Dietrich ein letztes Mal mit genialer Trickserei und wechselte zum Subgenre der Söldner-Actionfilme. 5 Männer und eine Frau in der Hölle des goldenen Dreiecks. Nach dem weltweiten Erfolg des Films Die Wildgänse kommen, drehte er, wieder mit Kinski, das inoffizielle Sequel Geheimcode Wildgänse. Operation beendet. Wir haben aber keine Möglichkeit, aus dem Gebiet herauszukommen. Aber Sie müssen es schaffen. Gegen 10.000 Männer des Generals? Wir dürfen Sie nicht aufgeben. In der Schweiz wurden Genrefilme, bis auf Dietrichs Sexfranchise, nie in industrieller Masse hergestellt. Auch waren bei vielen Auteurs Unterhaltungsfilme unten durch. Aber es gab auch hierzulande Cineasten, die dem Genrefilm verfallen waren. Mit Banditis von Karl Suter, L'Inconnu de Chandigord von Jean-Louis Roy sowie Sommersprossen von Helmut Fernbacher möchten wir 3 Beispiele für Schweizer Genrefilme aus den späten 1960er Jahren vorstellen. Sowohl Banditis wie auch L'Inconnu de Chandigord versuchten sich damals an die Agentenkinowelle anzuhängen.
Nach dem Erfolg der frühen Bond-Filme, zudem mit Ursula Andress eine Exploitation-erprobte Schweizerin entscheidend beigetragen hatte, versuchten sich Produzenten aus Italien, Frankreich, der BRD, der Türkei, Japan, Hongkong, Mexiko, Indien und der Schweiz mit billigem Abklatsch an den Trend anzuhängen. Ja, das bin ich, Herr Born. Frank Born. Mit seinem klamaukigen Bonditis bezog sich Karl Suter direkt auf den britischen Superagenten, während Jean-Louis Roy mit L'Inconnu de Chandigarh einen surrealistisch-metaphysischen Agentenfilm realisieren wollte. Zwar konnte Suter seinen Bonditis mit großer Kelle anrühren, das relativ hohe Budget aber verhinderte, dass sich der Routinier von den Konventionen westdeutscher Klamaukfilme befreien und etwas wirklich Eigenes zu Wege brachte. Gut, dann beißt jetzt jeder auf seine Zyankali-Kapsel und die Sache ist erledigt. Roy, der einen intellektuellen Zugang zum Genre suchte, war in dieser Hinsicht erfolgreicher. Davon zeugt ein nach wie vor faszinierender Schwarz-Weiß-Film, der die Schweiz als abstrakte Zukunftswelt präsentiert, in der ein vom kultigen Serge Gainsbourg gespielten mysterischen Bösewicht die Fäden zieht. Bye, bye, Mr. Spy, va-t'en retrouver Argus. Zwischen diesen beiden Polen bewegte sich später Helmut Fürnbacher. Zum Star geworden war der Basler Schauspieler und Regisseur in TV-Serien und Jerry Cotton-Verfilmungen. Zur selben Zeit brillierte er aber auch in Schonzeit der Füchse, einem Klassiker des jungen deutschen Films. Nicht den Hals umdrehen, junger Mann. Das ist schlechter Stil. In beiden Welten gut unterwegs, träumte Fürnbacher von intelligentem und gleichzeitig actiongeladenen, sexy Genre-Kino. Den Kopf voller Ideen machte er sich 1968 daran, Sommersprossen zu realisieren. Die Rechnung ging nicht auf. Der mit Schweizer und deutscher Filmprominenz sowie mit Stars des Italo-Westerns gedrehte Gangsterfilm war nicht die erhoffte Adrenalinspritze für mehr Genrefilme, made in Switzerland. Im Gegenteil. Es bescherte Fürnbacher einen gewaltigen Schuldenberg. Ich hab kein Geld mehr. Zu dessen Tilgung musste er für mehrere Jahre in die Untiefen jener ambitionslosen, aber lukrativeren Swissploitation herabsteigen, die er einmal hatte überwinden wollen. Es war eine aufbegehrende Jugend, eine Underground-Spaß-Guerilla, die in den 60er Jahren das Trash-Filmgucken zum Kult erhob. Gegen das Schöne, Gute und Wahre wurde der Spaß am schlechten Geschmack gefeiert. Exploitation-Filme, wo hemmungslos Grenzen überschritten, verbotene Bilder gezeigt und verfemte Sounds zu hören waren, galten nun als subversiv. Man machte sich einen Spaß daraus, die Ausbeutemethoden der Exploitation-Industrie gegen das Establishment zu wenden. Trash-Filmregisseure wurden dabei zu Propheten des Undergrounds. Einer, der diese Szene und ihre Helden in den 70er und 80er Jahren enthusiastisch begleitete, war Quentin Tarantino, der später mit genialem Trash-Recycling sein eigenes Filmgenre begründen sollte. In seiner Zeit als Videothekar gingen beim Trash-affinen Amerikaner bestimmt immer wieder auch Swissploitation-Filme über die Theke. Er nannte Erwin C. Dietrich den Swiss Roger Corman. Neben Jazz Franco Schund könnte das auch The Molesters gewesen sein. Ein Aufklärungsepisodenfilm, in dem effekthascherisch von Spannern und Päderasten gewarnt wurde. The sadists, whose lust for kicks is stronger than life itself. Wenig bekannt ist, dass es sich hierbei um Franz Schnieders Der Sittlichkeitsverbrecher handelt, der fürs US-Publikum verschärft worden war. Was wohl der Gotthelf-Verfilmer dazu gemeint hätte, dass sein Sittlichkeitsverbrecher später auf VHS-Video zum beliebten Trash-Kult wurde? War das der letzte Witz also, bevor sich die Swissploitation endgültig verabschiedete? Swissploitation ist nicht tot, die Wüste lebt. Kleine fanatische Filmgruppen leisten heute Widerstand und trotzen der professionalisierten Filmausbildung, der Abhängigkeit von öffentlicher Filmförderung sowie dem Diktat der Filmindustrie. So soll beispielsweise mit dem Crowdfunding-Projekt Mad Heidi der schlechte Geschmack Made in Switzerland bald schon eine Auferstehung erleben. Nicht im Kino, dafür im digitalen Orbit, wo Trashfilmer eine neue Heimat gefunden haben. I love the smell of cheese in the morning.
Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, abonnieren Sie unseren Kanal und aktivieren Sie die Glocke, damit Sie über neue Videos benachrichtigt werden. Schweizer Filme neu entdecken auf filmo.ch